Hallo, mein Name ist Simon Dorsch. Ich betreibe mit meinem Vater gemeinsam einen landwirtschaftlichen Betrieb in Weinsberg-Hanschen. Unser Schwerpunkt liegt im Bereich Weinbau mit ca. 12 Hektar Rebfläche. Wir kommen aus einer Zeit, in der keine Weinbergsbegrünung vorhanden war, da man alles, was um die Rebe gewachsen ist, als schädlich betrachtet hat. Heutzutage ist die Begrünung etabliert und nicht mehr wegzudenken. Die Vorteile dabei überwiegen. Eine schnelle Befahrbarkeit nach Niederschlägen, da die Begrünung viel Wasser aufnehmen kann durch eine gute Durchwurzelung des Bodens, dann als Erosionsschutz in steileren Lagen, zudem auch als Nährstoffspeicher, vor allem über den Winter. Die Begrünung schützt den Boden dafür, dass die Temperatur im Sommer bei starker Sonneneinstrahlung nicht so hoch wird. Die ganze Temperatur im Weinberg bleibt kühler, als wenn die Gasse bearbeitet ist. Entscheidend für die Rebe ist die Konkurrenz der Begrünung. Wenn es regnet, ist die Begrünung zuerst mit Wasser versorgt, da die obersten Zentimeter von der Begrünung durchwurzelt werden und erst darunter die Rebwurzeln kommen. Auch die Nährstoffe, wenn diese ausgebracht werden im Frühjahr, gelangen zuerst in die Begrünung. Die Begrünung fängt an, stark zu wachsen und entwickelt sehr viel Masse. Hier ist es dann notwendig, einzugreifen, um die Nährstoffe, die von der Begrünung aufgenommen wurden, wieder nochmals in den Boden zu bringen, damit sie auch für die Reben verfügbar werden. In der Regel startet man aus dem Winter heraus mit einer voll etablierten Begrünung in allen Rebgassen. Je nach Lage, Sonnenexposition und Wasserverfügbarkeit im Boden ist zu überlegen, welche Maßnahme als nächstes getroffen wird. Reicht ein einfaches Mulchen der Begrünung aus, um das Wachstum zu begrenzen, oder ist ein Stören notwendig, um Nährstoffe freizusetzen, um den Reben etwas Feuer zu geben, damit sie zügig loswachsen? Reicht dies nicht aus, ist gegebenenfalls sogar ein Komplettumbruch der Begrünung zu empfehlen, um die Konkurrenz aus der Rebgasse zu nehmen und diese die Power den Reben zu überlassen. Welche Technik für den Umbruch eingesetzt wird, hängt im Wesentlichen davon ab, welche Geräte im Betrieb vorhanden sind. Gut geeignet sind durchlässige Maschinen, wie zum Beispiel ein Tiefgrubber, eine Scheibensäge oder eine Fräse, um die Begrünung vollumfänglich zu brechen. Gegebenenfalls ist es auch notwendig, in einem zweiten Arbeitsgang nochmal drüber zu fahren mit einem Leichtgrubber oder mit der Kreiselsäge, um die restlichen Begrünungsteile voll aus ihren Durchwurzelungspunkten zu reißen. Zum Stören eignet sich ebenfalls die Scheibensäge, vielleicht etwas sanfter eingestellt, aber auch interessant ist auch die Spatenrollecke, die aber selten auf den Betrieben zu finden ist. In der Regel wird auch die Kreiselsäge zum Stören der Begrünung eingesetzt, da diese auf den meisten Weinbaubetrieben vorhanden ist. Der völlige Umbruch der Begrünung kommt für mich nur selten in Frage, da für mich die Vorteile einer Begrünung überwiegen. Lediglich im Jungfeld, im zweiten Standjahr, wird der Boden zum Teil tiefer umgegraben. Hier setze ich in der Regel auf die Fräse, da diese bei mir im Betrieb vorhanden ist. Der optimale Zeitpunkt zum Umbruch liegt in der Regel im Frühjahr im Bereich Austrieb. In vielen Weinbergen, die noch etwas Schub gebrauchen können oder wo aufgrund des Bodens ein Trockenspress im Sommer vorprogrammiert ist, fahre ich bei leicht feuchten Bedingungen mit der Kreiselsäge, um die Begrünung etwas zu stören. Ziel ist es dabei, nicht die Begrünung komplett zu entfernen, sondern lediglich in ihrer Entwicklung zu hemmen,
Die Einsaat stellt ein wichtiges Werkzeug dar, um wieder eine Begrünung im Weinberg zu etablieren, wenn eine Spontanbegrünung des Weinbergs nicht ausreichend ist. Möglichkeiten der Einsaat ist eine Vorbereitung, eine intensive Vorbereitung des Pflanzbeets bevor der Einsaat. Gibt darüber hinaus auch noch die Möglichkeit der Mulchsaat oder Direktsaat, welche aber im Weinbau sehr selten verbreitet sind. In der Regel erfolgt die Einsaat mit Hilfe einer Kreiselege. Entweder wird vorab die Saat abgelegt oder direkt nach der Kreiselege. Nach der Kreiselege folgt eine Walze, um die Saat zu verdichten. Bei mir im Betrieb wird in der Regel vor der Einsaat nur flach gelockert mit Hilfe der Kreiselege. Häufig wird direkt gesät, wird vorausgesät und anschließend mit der Kreiselege der Boden etwas Feinerde erzeugt, damit optimale Bedingungen für die Keimung der Saat erzeugt werden kann. Bei der Einsaat ist nicht nur das aktuelle Wetter zu beachten, sondern auch bereits im Wetterbericht schon mal in Zukunft zu schauen. Direkt nach der Saat ist es optimal, wenn ein leichter Niederschlag kommt, dass die frisch ausgesäten Samen zum Keimen bringt. Im Betrieb setze ich in der Regel auf Wintergerste als zur Einsaat. Durch den landwirtschaftlichen Betrieb produziere ich die Wintergerste für die Einsaat selbst und ist somit eine kostengünstige Möglichkeit für die Begrünung im Weinberg. Darüber hinaus gibt es natürlich noch Mischungen. In steileren Lagen bevorzuge ich natürlich einen höheren Gräseranteil. Je nach geplanter Begrünungspflege im Anschluss muss man überlegen, welche Begrünung zum Betrieb passt. Soll gemulcht werden? Klassischerweise ist eine Grasbegrünung oder auch, so wie bei mir, ein Getreide ausreichend. Auch mit Walzen habe ich es bereits probiert. Funktioniert, wenn ausreichend Wasser da ist und die Begrünung sehr gut entwickelt ist, sehr gut. Gefahr besteht dann allerdings, dass sich Unkräuter durchdrücken und um dies zu bekämpfen, ist dann wieder ein Schnitt mit dem Mulcher notwendig.